Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Schaut mal her, was wir hier vor uns liegen haben. Es sind die Bose Noise Cancelling 700er Kopfhörer. Diese sind aus der Vorbestelleraktion des Google Pixel 6 und endlich angekommen. Ich muss sagen, die Aktion ist Google wirklich gelungen, denn sie haben nicht lange auf sich warten lassen. Sind innerhalb von 30 Tagen angekommen und ich würde sagen, wir packen es nun aus. Let's go! Wir gucken uns die Rückseite an. Auf dieser sehen wir einige Angaben zu dem Produkt. Noise Cancelling Headphones 700. Und dann steht hier auf Deutsch überragender Spitzenklang, erstklassige anpassbare Lärmreduzierung, branchenführende Spracherfassung, Sprachassistenten Ihrer Wahl, das bedeutet Google Assistant, Alexa und ich glaube auch Siri, das werden wir probieren, intuitive Touchsteuerung an der Hörmuschel, Bose Music App, die werden wir nachher auch runterladen und einrichten und eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden. Dann sehen wir hier unten den Lieferumfang, die Kopfhörer, wir haben ein Etui und noch 2 Kabel. Auf der Vorderseite natürlich noch das Produktbild und auf der Unterseite ist nichts weiter Wichtiges. Dann würde ich sagen, brechen wir mal das Siegel hier. Wunderbar. Das kann weg. Und wir kommen zur Box. Den Deckel brauchen wir nur anheben. Genau so. Die Innenseite ist schön weich. Ihr seht es schimmern. Kommt zur Seite. Diesen Anblick bin ich ja gar nicht gewohnt. Wie als würde ich die Schuhe auspacken. Ne? Diese Kristalle sind ja immer in den Schuhkartons drinnen. Ist gegen die Feuchtigkeit. Dann haben wir hier direkt das Produkt im Etui. Und dieses fühlt sich sehr hochwertig an. Sehr schön. Legen wir kurz beiseite. Gucken uns den weiteren Inhalt an. Hier ist noch eine Schnellstartanleitung. Die heben wir raus. Okay. Also die ist schon dick. Das kann keine Kurzanleitung sein. Hier steht Start Here. Okay. Ja, das werden wir gleich machen. Die Bose Music App herunterladen. Gut, weiter ist nichts drinnen. Das heißt, alles weitere an Lieferumfang befindet sich im Etui. Deswegen holen wir die jetzt mal hervor. Kurzer Wechsel. Dann würde ich sagen, boah, das ist echt schön gemacht hier. Das ist Liebe zum Detail, dass die Schlaufe hier reingesteckt ist. Wunderbar. Einmal aufgeklappt. Hier sehen wir schon ein paar Spuren von dem Bügel hier. Ein paar Abdrücke. So sieht das Ganze aus. Einmal scharf stellen. Genau, so sieht das Ganze aus. Dann entnehmen wir mal die Kopfhörer. Das ist wirklich eine schöne Aufmachung. Hier mit dem Stück Polster zwischen den beiden Earcups. Einmal rausfallen lassen. Das ist das schöne Produkt. Boah, fühlt sich das hochwertig an. Hier Aluminium. Hier weiches Silikon. Sehr filigran. Hier die beiden Earcups. Ein sehr minimalistisches Design. Legen wir kurz beiseite. Denn wir gucken uns den weiteren Inhalt innerhalb des Etuis an. Bose Music App, wie gesagt, werden wir gleich herunterladen. Hier, das ist jetzt die Schnellstartanleitung.
Lasst uns nochmal den Kopfhörer hervorholen. Das ist dieser Bereich hier. Der ist touchsensitiv. Und hierüber können wir unsere Musik steuern. Gut, der Pop-Inlay kommt raus. Das ist das Tolle am Etui. Wir haben hier einfach ein Fach. Hier an der Lasche ziehen. Und hört mal her. Die Magneten sind wirklich stark. Und hier, das finde ich ja wirklich genial gedacht. 2 Kabel. Das hier ist einmal der Adapter, 3,5 mm auf 2,5 mm Klinke. Und hier haben wir das Ladekabel, USB-A auf USB Typ C. Das finde ich sehr schön. Damit war es das auch. Und jetzt kommen wir zu den Kopfhörern. Hier nochmal der rechte Earcup mit dem Touchbereich. Wie gesagt, hierüber werden wir unsere Musik steuern können. Hier haben wir die Ein-Aus-Bluetooth-Taste. Und hier die Sprachassistenten-Taste. Dann haben wir weiter unten den USB-C-Eingang zum Laden der Kopfhörer. Sowie viele Löcher für die Mikrofone dahinter. Das war die rechte Seite. Auf der linken Seite ist der Eingang für den 2,5 mm Klinkenstecker sowie eine weitere Taste. Diese ist für die Geräuschunterdrückung gedacht. Und die Besonderheit dieses Kopfhörers ist der stufenlos verstellbare Bügel. Da gibt es kein Klicken, kein Einrasten. Es funktioniert und sieht gut aus. Die Cups sind auch beweglich. Und er fühlt sich wirklich hochwertig an, der Bügel. Schön kalt, das Aluminium. Dieser Bereich ist schön weich und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Die Fertigungsqualität macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Das gefällt mir sehr. So viel zum Unboxing. Jetzt koppeln wir die Kopfhörer mit dem Pixel 6. So, es geht weiter mit Teil 2, also mit dem Einrichten. Dafür brauchen wir selbstverständlich das Google Pixel 6 oder auch hier das andere Android-Gerät oder iPhone. Wir entsperren jetzt aber in unserem Fall mal das Pixel 6. Gehen in den Play Store, tippen dort oben ein Bose Music und schon kommt hier ein Vorschlag. Die erste App ist es. Wir klicken auf Installieren, warten bis die Installation durch ist. Genau. Öffnen die App. Eine sehr schöne Aufmachung und dann gibt es hier 2 Möglichkeiten. Einmal verbinden und einmal Konto erstellen. Wir verbinden es einfach. Erkennen und Sie können die Einrichtung nicht abschließen. Ganz wichtig. Das heißt, wir können es gar nicht abschließen, wenn wir die Ortung nicht zulassen. Gut. Nur bei Nutzung der App. Okay. Neues Produkt einrichten. Kopfhörer und Frames oder Lautsprecher und Soundbar. Wir sind hier oben angesiedelt. Warum sollten Sie ein Mein Bose Konto erstellen? Ein Mein Bose Konto ist Ihr Konto für alles bei Bose. Zu den Vorteilen gehören ein persönliches Erlebnis, exklusive Angebote wie frühe Ankündigungen von Promotions. Das können wir überspringen. Rechtliche Hinweise. Bitte überprüfen Sie diese Punkte und tippen Sie unten, um sich einverstanden zu erklären. Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie müssen wir beides anklicken, weil wenn wir das abwählen, dann seht ihr, dass das hier ausgraut. So, wir stimmen zu. Benachrichtigungen erlauben. Ja, das erlauben wir und klicken auf Verstanden. In der Nähe suchen und mir fällt ein, dass die Bose 700 noch gar nicht eingeschaltet sind. Also lasst es uns nachholen. Ups, falscher Knopf. Das ist der richtige. Nun blickt es blau und das Pixel erkennt den Kopfhörer sofort. Wir müssen lediglich auf Verbinden klicken. Es wird verbunden. Gerät verbunden. Fertig. Das war's. Eine Nachricht oben. Google Assistant. Hey! Okay, fertig. Jetzt sollen wir die Ein-Aus-Taste gedrückt halten für die Verbindung.
Verbinden. Gerät verbunden. Jetzt noch die Kopplungsanfrage bestätigen. Zugriff auf meine Kontakte und Anruflisten zulassen. Ja, geht in Ordnung. Und koppeln. So, jetzt sind wir in der App drinnen. Hier haben wir das Produktbild und hier können wir es benennen. Jetzt die Auswahl: Incognito, Jet, Midnight, Onyx, Panther oder wir können auch einen benutzerdefinierten Namen vergeben. Ja, wir nennen es jetzt einfach mal Darkstar. Ich schwanke noch zwischen Darkstar und Black Diamond. Ach, wir bleiben einfach bei Darkstar. Ihr Produkt wird umbenannt. Wurde umbenannt. Sehr schön. Produkttipps haben wir jetzt hier. Wir haben den Sprachassistenten, die Touch-Bedienung, Telefonanrufe und Geräuschunterdrückung. Es sind quasi Tutorials. Können wir uns aber auch im Nachhinein anschauen. Die Touch-Bedienung würde ich aber gerne jetzt angucken. Zweimal tippen ist Play Pause. Wir können die Lautstärke ändern. Das ist mir immer sehr wichtig. Wir können einen Titel vorspringen, indem wir vorwischen. Natürlich auch einen zurückspringen, indem wir nach hinten wischen. Und wir können uns den Batterieladezustand anhören. Wow, das ist richtig gut. Sehr schön. Das wusste ich ja gar nicht. Wirklich. Okay, alles klar. Das Setup ist nun abgeschlossen. Erste Schritte. Okay, wir sehen das Produkt, den Namen und die Batterielaufzeit mit 7 Stunden 47 Minuten. Wir klicken einfach auf das Produkt drauf. Fügen Sie Ihren bevorzugten Sprachassistenten zu den Kopfhörern hinzu. Ja, machen wir mal. Erste Schritte. Wie gesagt, Alexa und Google Assistant sind da. Ob Siri dabei ist, werde ich sehen, wenn ich es mit einem iPhone verbinde. Das weiß ich jetzt noch nicht. Also später. So, wir können hier die Lautstärke regeln, lauter, leiser. Hier können wir die Umgebungsgeräusche reduzieren, per Wischgesten. Das heißt, jetzt hören wir die Umgebung und jetzt hören wir nichts mehr von der Umgebung. Wir haben hier Favoriten. Wir können hier also Voreinstellungen treffen für die Geräuschunterdrückung. Meine letzten Einstellungen merken, Geräuschunterdrückung aktivieren oder deaktivieren und wir können hier individuelle Favoriten einstellen. Favorit 1 ist komplette Unterdrückung, Favorit 2 ist auf Mittelstellung, Favorit 3 unterdrückt gar nicht. Wir gehen jetzt hin und bringen den Favoriten 2 auf 0. Denn somit haben wir nur noch 2 Möglichkeiten. Entweder ich höre die Umgebung komplett oder ich höre nur die Musik. Und ich will auch, dass meine letzten Einstellungen gemerkt werden. So, Quelle. Wir sehen es. Das Pixel 6 wird richtig erkannt. Aktiver Stream, sehr schön. Dann haben wir hier EQ, das heißt, wir können hier einstellen Bass, Mitten und Höhen. Es gibt Bassverstärker, Bassreduzierer, Höhenverstärkung, Höhenreduzierung. Das kommt immer drauf an, welches Lied man gerade hört bzw. welches Genre. Dann haben wir Shortcuts. Dieser ist für den Touch-Bereich. Akustische Anzeige des Batteriezustands. Aufwachwort aktivieren, deaktivieren oder Spotify. Ich würde es gerne bei der akustischen Anzeige des Batteriezustands belassen. Das gefällt mir. Zu guter Letzt haben wir noch die Tipps, die wir vorhin auch schon gesehen haben. Die kann man sich jederzeit noch anzeigen lassen. So viel zu der Startseite. Was gibt es noch für Einstellungen? Okay, Produktname, Produkttipps, Bluetooth-Verbindungen, Shortcuts, Geräuschunterdrückung, Equalizer, Services, Sprachassistenten, Voreinstellungen, Power. Was ist das? Gut, automatisches Abschalten. Nie. Das würde ich gerne nach 20 Minuten. Und die Bewegungserkennung ist bereits aktiviert. Das ist in Ordnung und kann so bleiben. Gut, noch die Sprachbefehle. Die Sprache würde ich gerne auf Deutsch umstellen. Sehr schön. Das waren jetzt die ersten Einstellungen in der App. Das gefällt mir soweit. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sind fertig mit dem Unboxing und Einrichten. Ich werde die Kopfhörer erstmal testen und auch genießen.
Super Aktion von Google. Die Vorbesteller-Aktion hat sehr, sehr gut geklappt. Daumen hoch von mir und vielen Dank an Google. Bis zum nächsten Video, macht es gut und tschüss.